Die aktuelle IWC Ingenieur geht auf ein Modell aus 1976 zurück und wurde vom berühmten Uhrendesigner Gerald Genta entworfen. Seit dem Relaunch in 2023 sind verschiedene Varianten der gegenüber Magnetfeldern geschützten Uhr auf den Markt gekommen. Hi, ich bin Tobias aus der Redaktion von Armbanduhren und in diesem Video schauen wir uns die neueste Variante der Ingenieur mit Zifferblatt in Blau genauer an. Eigentlich ist die Ingenieur schon 1955 vorgestellt worden und war schon damals mit einem Weicheisenkäfig ausgestattet, der das Uhrwerk gegenüber Magnetfeldern abschirmen sollte. Die 1950er Jahre waren vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Industrie und Wirtschaft in Europa waren im Aufschwung und die Elektrisierung fand Einzug in immer mehr Bereiche des Lebens. Die damit einhergehende elektromagnetische Strahlung kann starke Auswirkungen auf die Ganggenauigkeit von mechanischen Uhrwerken haben, weswegen heutzutage immer mehr Uhrwerke von Grund auf mit antimagnetischen Komponenten konstruiert werden. Damals jedoch war die Materialwissenschaft noch nicht auf diesem Stand, weswegen man das gesamte Uhrwerk mit einer Innenschale aus sogenanntem Weicheisen, also unlegiertem Eisen, umhüllt hat. Das lässt sich zwar leicht, aber nicht dauerhaft magnetisieren und schirmt das Uhrwerk wie ein Faraday'scher Käfig vor magnetischer bzw. elektromagnetischer Strahlung ab. Die genannte erste Ingenieur sah allerdings noch ganz anders aus und IWC hat 1975 den berühmten Uhrendesigner Gerald Genta für einen neuen Entwurf der Ingenieur beauftragt. Zuvor hatte dieser bereits andere Armbanduhren mit integriertem Armband und Stahlgehäuse entworfen, unter anderem die Royal Oak von Audemars Piguet oder die Nautilus von Patek Philippe. Das ist dann auch die Antwort darauf, wieso die Uhren sich ein bisschen ähnlich sehen. Sie wurden eben alle von derselben Person entworfen. So hat Genta, also auch der Ingenieur, seinen Stempel aufgedrückt. Auffällig ist vor allem das kissenförmige Gehäuse und die aufgeschraubte Lünette im Bullaugendesign. Genau auf diesem Modell basiert nun eben auch die Neuauflage von 2023, die es zuerst nur mit schwarzem, weißen und grünem Zifferblatt gab. Das neue blaue Zifferblatt gab es bei der ersten Reihe der Referenz 1832 nicht. Es passt aber zum Genta-Design. Es fühlt sich jedenfalls so an, als wäre diese Farbe genau richtig so. Denn auf dem Zifferblatt der aktuellen Ingenieur kommt das Blau auch wirklich toll zur Geltung. Dieser leichte Schimmer auf dem galvanisch gefärbten Hintergrund mit geprägtem Muster bringt einfach viele Schattierungen hervor, finde ich sehr schick. Während das IWC-Logo auch mit eingeprägt wird, sind die Stundenmarker und die umlaufende Minuterie sowie der Rahmen des Datumsfensters darauf aufgesetzt und das sorgt natürlich für eine gewisse Tiefe unter dem Saphirglas. Die Zeiger wie auch die Stundenmarker sind dann noch mit Superluminova ausgelegt und leuchten dementsprechend im Dunkeln nach. Und ja, das Gehäusedesign wurde eigentlich insgesamt echt feinfühlig von den 1970ern ins neue Jahrtausend gebracht. Wie früher liegt der Durchmesser bei 40 mm und was damals als Jumbo bezeichnet wurde, ist ja heute ganz normal und vor allem durch das integrierte Armband, was ich euch gleich nochmal genauer zeige, liegt die Uhr wirklich sehr bequem am Handgelenk. Dazu ist die neue Ingenieur auch recht flach, gerade mal 10,8 mm ist sie hoch. Auf der rechten Seite, und das hatte Genta nicht so vorgesehen, wird die Krone nun von einem Kronenschutz vor Stößen geschützt. Auf der Rückseite ist natürlich kein Sichtfenster eingebaut, darunter würde man nämlich nichts sehen, denn das Uhrwerk ist ja vom Weicheisenkäfig umgeben. Interessanterweise hat man, um die Uhr flacher zu machen, übrigens die Wandstärke dieser Innenschale reduziert, wodurch die aktuelle Ingenieur bis 40.000 Ampere pro Meter resistent ist. Das entspricht rund 500 Gauss und ist die Hälfte des Originals von 1976. Unter dem Boden könnte man ansonsten das IWC Kaliber 32111 mit Automatikaufzug und 120 Stunden Gangreserve sehen. Gebaut wird das zum Großteil von der Richemont-Konzernschwester Val Fleurier. Der Fisch auf der Rückseite übrigens ist kein christliches Symbol, sondern das Zeichen für die Wasserdichtheit, die bei diesem Modell mit 10 bar angegeben ist, wodurch sie sich zum Beispiel fürs Schwimmen eignet. Schön gemacht ist das integrierte Armband mit Doppelfallschließe und seinen haarförmigen Gliedern, gebürsteten Oberflächen und polierten Phasen.
Das liegt nicht nur gut am Handgelenk und geht schön in das Uhrengehäuse über, sondern hat auch ein interessantes Verbindungssystem aus Stiften, die über einen kleinen Knopf auf jedem Glied in Position gehalten werden. Will man das Band kürzen, muss man diesen herunterdrücken und kann den Stift im Inneren dann von der Seite herausdrücken. Andersrum funktioniert es dann genauso. Glied einfügen, Stift rein und den Knopf dabei herunterdrücken. Alles, was man dafür braucht, sind die mitgelieferten Messingpins oder wie hier zu sehen zum Beispiel auch Zahnstocher. Das blaue Zifferblatt, also die gezeigte Variante, wäre tatsächlich auch mein Favorit, dürfte ich mir eine Ingenieur aussuchen. Der Preis liegt allerdings wie bei den anderen Varianten bei 12.900 € und damit doch relativ hoch. Was haltet ihr von der neuen Ingenieur bzw. der neuen Zifferblatt-Variante? Ich freue mich über eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal oder direkt hier im nächsten Video.